Mann. Wo sind wir denn jetzt schon wieder gelandet? Moin und herzlich willkommen auf unserem YouTube-Kanal Richtung Himmelblau. Ja, das ist die gute Frage. Guck mal hier. Da ist so eine kleine Tafel mit 1, 2, 3 Häuschen und Nummern drauf. Was heißt das wohl? Eins war nicht mehr genug. Ja, genau. So sieht's aus. Ja, Leute. Ja, sind schon wieder bei, ja, kein Tiny Häusern, sondern schon wieder bei einem Mini-Haus. Wir gucken uns heute wieder ein Mini-Haus an. Seid dabei. Los geht an, los geht an. Auch eine Laube. Das ist eine Laube, ja. Wir haben das Gartenstück dazu. Und das hier ist unsere Das hier ist unsere Aha. Oh, guck mal, die haben uns extra was zu futtern mitgegeben. Nicht dein Ernst. Da steht eine Flasche. Oh, lecker. Im Ernst jetzt? Was ist das? Ja, lecker. Ja? Warte mal. Hi. Ah, hier wohnt noch jemand. Vielleicht gucke ich nochmal auf die Schlüsselnummer. Ja. 19. Okay. Schönen Aufenthalt noch. Schade, lecker gab's was zu essen. Was mit der Puppe? Lotti, willst du deine Puppe mitnehmen? Entschuldigung. Das bin ich ja. Ich lach mich schlapp. Ja, da stand lecker was zu trinken vor der Tür und wir hätten uns da fast eingenistet, aber war leider schon besetzt, war gar nicht unsere Hütte. Ja, die war auch ein bisschen entsetzt, ne, dass wir ihr Essen da gerade essen wollten. Naja, jetzt müssen wir mal gucken, wo unsere Hütte ist. Also, so wie es aussieht, haben wir hier falsch geparkt. Mal gucken. Ja, Susi hat nicht gut geschlafen, das kann mal passieren, ne? Oh, wie geil. Welche haben wir denn? Die Nummer 19? Ja. Oh, guck mal hier. Wenn man jetzt hier mal so guckt, auf dem kleinen Schild ist eine 19. Es ist, glaube ich, gleich das erste Haus hier. Kann ja nichts tun. Ja, schade, hinten war es ganz schön mit der großen Wiese da. Und wie es ist kalt. Hier kommt erstmal voll kalt. So, Mini-Häuschen. So sehen sie aus. Okay, das konnte man ja nicht erahnen, dass sie so eng aneinander gebaut sind, ne? Also hier hätte man ja ruhig mal ein bisschen Abstand gewähren können. Können wir jetzt reingucken? Ja, ich will reingucken. Ist das unser? Ja, wirklich jetzt. Guck, es steht Neues. Ich schwöre, diesmal ist das richtige Haus. Oh Gott. Oh Gott, Mann, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ist euch das auch schon mal passiert? Die steht bei jemandem auf einmal und dann, naja. Na, und wie sieht die Hütte hier aus? Ja, wie eine Hütte, ne? Ah, Wie eine kleine okay. Ja. Ach, da oben schläft man noch. Ja. Aha. Ganz muggelig, ne? Ja, sehr. Auf jeden Fall vom Design echt ganz süß. Ja, aber Oder? es gibt jetzt keine Couch, wa? Es gibt keine Couch. Nee, Ja, ja. hier wird noch im Bett Fernsehen geguckt. Sehr gut. Sehr schön. Und es gehört uns jetzt. Nicht, wir teilen das nicht mit anderen, die wir nicht kennen. Ich zeige euch das mal. Und wie gefällt's euch? Ja, es ist also sehr hübsch eingerichtet. Und ich will unbedingt. Schön, ne? Also so vom Stil gefällt mir das auch richtig gut. Geh dir mal das Bad angucken. Und guck mal hier, die haben hier auch unterschiedliche Kissen. Und oben musst du mal hochkrabbeln, Lotti. Will ich auch. Ja. Ui. Hier muss man die ganze Zeit krabbeln. Aha. Und ein eigenes Licht. Heute Gourmetküche mit Marco.
Und deswegen macht es auch absolut Sinn, immer mal so ein Haus zu testen. Denn hier fallen einem gleich diese ganzen kleinen Macken auf. Zum Beispiel ist dieses Kochfeld viel zu klein, um mit 2 Pfannen hier zu kochen. Ne? Also die stoßen sich hier gegenseitig runter. Ich habe auch nur 2 Platten. Dann ist hier keine Dunstabzugshaube. Also habe ich natürlich auch gleich mal hier den Rauchmelder in der Hand. Aber der hat nämlich auch gleich ausgeschlagen. wir haben ja improvisiert. Ne? Ja, genau. Und deswegen sind wir jetzt hier auch gleich in der Outdoor-Küche unterwegs. Ach ja, guck mal, wenn ich ihn ransetze, geht er gleich wieder los. Nee, das macht man nicht. Dann lassen wir ihn einfach ab und legen ihn Müssen ihn nachher wieder ran. da, wo so ein anständiger Rauchmelder auch hingehört, auf den Schrank. Guten Morgen! Herzlich willkommen aus Karls Lieblingslaube. Und in der Tat steht ja die Frage auch im Raum, ist es jetzt auch unsere Lieblingslaube oder ist es nur die Lieblingslaube von Karl, ne? Ja, wie ihr seht, ich bin schon angezogen. Ich habe mal nicht gefilmt, wie wir hier geduscht haben. Allerdings hier das Badezimmer ist schon ein Highlight, ne? Optisch finde ich das sehr, sehr ansprechend. Was ich auch ein richtig cooles Gimmick finde, ist, hier sind ja so bedruckte Fliesen. Ich finde die persönlich auch sehr, sehr schön, gerade in Kombination mit dem Holz hier. Und was halt richtig cool ist, dass sie das gleiche Dekor hier in der Dusche nochmal aufgegriffen haben. Da ist es allerdings eine bedruckte Platte in Alu-Dibond. Also sehr, sehr cool. Was mir hier nicht so gut gefällt, ist allerdings die Positionierung der Toilette. Die ist hier so mitten im Gang, mitten im Weg. Wenn ich schon so auf Feld und Flur hätte neu planen können, und die Dinger sind ja hier neu geplant, dann hätte ich wahrscheinlich das Klo hier lieber in die Ecke gepackt. Dann wäre das nicht so im Weg gewesen. Weil hier ist ja auch so der Durchmarsch zur Sauna. Man sitzt ja hier dann auch schön in der Sauna drin. Die ist nach wie vor auch immer noch ein Highlight. Wobei auch da wieder kleines Manko an der Sauna. Das muss ich euch mal kurz zeigen. Hier, passt mal auf. Ich setze mich hier mal drauf. Ich weiß nicht, ob ihr das seht. Aber der Monteur, der hier die Sauna zusammengebaddelt hat, der war wahrscheinlich irgendwie nochmal 20 cm größer. Denn der Sitzkomfort ist hier leider nicht so gegeben. Normalerweise würde ich ja sagen, so eine Sitzbank, die müsste so auf 45 cm hoch. Das sind hier so locker vielleicht 55 cm. Also es ist auf jeden Fall 10 cm zu hoch. Man sitzt nicht so entspannt. Man hat das Brett dann die ganze Zeit immer in der Kniekehle drin. Also das ist nicht so geil gelungen. Ich weiß auch nicht, wie das passiert, ne? Weil normalerweise sind doch da die Profis am Werk bei so einem Saunabau. Also da auf jeden Fall nicht. Apropos Profis am Werk, ne? Ja, so richtig professionell kochen kann man hier nicht. Es ist irgendwie nicht gut ausgenutzt vom Platz, ne? Wir haben auch, wie ihr seht, keine Geschirrspülmaschine. Da muss Susi noch ran. Gar keine Frage. Ja, genau. Und naja, das ist, man fragt sich, warum das so jetzt geplant ist, ne? Also, denn hier ist so ein riesengroßer Schrank, da ist eigentlich nichts drin, bis auf wahrscheinlich der Sicherungskasten da hinten. Das könnte ich mir vorstellen, dass das der einzige Grund ist, weil ansonsten hast du hier so viel Platz verschwendet. Und vor allem, das ist auch Platz, der dir hier auf der Arbeitsfläche völlig verloren geht, ne? Also, das ist irgendwie nicht gut gemanagt, ne? Hier mit 2 Platten, Elektro, geht auch, ne? Allerdings sind die Platten auch schon wieder so eng aneinander, dass man hier auch nur diese ganz kleinen Töpfe verwenden kann. Eine größere Pfanne und ein Topf zusammen wird schon wieder ein bisschen schwierig. Ja, dann sind die Schubladen hier auch alle nur so ohne Rollauszüge und vor allen Dingen ohne so Gleitschienen. Normalerweise gibt es ja für so eine Geschichten dann auch zumindest eine Gleitschiene darunter, dass sie so ein bisschen schöner gleiten. Ach, wo wir schon mal bei der Küche sind, ne? Da will ich euch noch mal was sagen. Hier, Butter bei die Fische. Ich habe gar kein Messer, um den Fisch zu schneiden, oder Butter. Naja, wenn ich weiche Butter habe, ist egal. Aber hier gibt es auf jeden Fall kein Küchenmesser. Und wo wir schon bei der Ausstattung sind, was mich auch ein bisschen verwundert, ihr habt es ja schon gehört und erraten, wir sind hier in Karls Lieblingslaube. Ne? Und Karl gehört ja hier der Erdbeerhof. Also habe ich ja da ein breites Spektrum an Produkten. Und ich würde ja normalerweise, wenn ich hier der Hotelleiter wäre, dann hätte ich ja gesagt, also ein besseres Umfeld oder eine bessere Bühne, um hier auch die Produkte von Karl zu präsentieren, habe ich ja gar nicht, ne?
Und es gibt da so viele unterschiedliche Sachen bei Karl zu kaufen. Von der kleinen Seifenschale bis hin zum Klorollenhalter, alles mögliche. Das hätte ich hier alles verbaut. Und dann hätte ich überall einfach so ein kleines Preisschild dran gemacht und hätte gesagt, so, das könnt ihr übrigens drüben kaufen. Und wenn ich hier schon mal bin, ne, dann hätte ich mich persönlich gefreut. Und das ist ja auch immer so eine Persönlichkeitsnote. Man kommt hier in die Lieblingslaube von Karl rein und hat dann gleich auch mal ein paar Karls Produkte. Also warum habe ich jetzt hier nicht zumindest die kleinen Probiergläser mit Frühstück, Marmelade? Oder ich habe hier nochmal so als kleinen Begrüßungscocktail den Fruchtsaft von Karl oder was auch immer. Ne? Da hätte man ja nochmal so einen kleinen herzlich Willkommenskörbchen. So. Das hätte mich noch sehr gefreut. Da hätte ich gesagt, ja, guck mal hier, das ist mal ganz schön. Ja, ansonsten haben wir hier sehr gut geschlafen. Was allerdings so ein bisschen nervt, ist natürlich hier auch die Positionierung der Hütten an sich. Ne? Hier, guck mal, das ist unser Blick nach draußen. Nach hier geht's ja, wobei das ist gleich der Parkplatz. Dahinter ist gleich die Tankstelle und dann die Straße. Die hört man hier nachts auch so ein bisschen. Was ein bisschen verwundert ist, nach da hat man ja jede Menge Platz, wenn nicht die anderen Hütten wären. Die hat man hier auch so dicht an dicht zusammengebaddelt. Also das ist, keine Ahnung, also da haben die Planer, glaube ich, auch vorher am Abend gesoffen, bevor sie irgendwie hier die Positionierung der Hütten geplant haben. Das frage ich mich, weil im Hintergrund habe ich noch so viel Platz. Oder na da, guck mal, wie viel Platz ich hier überall habe. Aber nein, ich zeige dir das mal. Da guckt man durchs andere Fenster und das ist wunderschöner Blick. Guckt euch das mal an. Hier auf die Veranda. Ja. Wunderschöner Blick. Nach vorne durch die Küche sieht man es ein bisschen besser. Weil wenn ich hier aufmache, kann ich gar nicht, ist abgeschlossen. Dann habe ich hier zwar die Veranda, aber also hier ist unmittelbar die andere Hütte gleich daneben gebaut. Das ist so ein bisschen, ja, also verstehe ich nicht. Ne? Man hätte ja nur die Hütten auch nur drehen können so ein bisschen oder ausrichten oder zumindest mit der Veranda zum Weg hin, dass man auf dem Verandaschaukelstuhl, und das wollte ich schon immer mal, hier auf so einem Stuhl sitzt und sagt, ja, nee, so ein Auto hatte ich früher auch mal, ne? So, genau, irgendwie so eine Geschichte. Was übrigens auch, und gleich bin ich fertig, Leute, gleich bin ich fertig, so viel quatsch ich nicht mehr. Aber was hier auch so ein bisschen nachteilig ist, und vielleicht sind wir auch ein bisschen zu verwöhnt, weil wir schon zu viele Hütten uns angeguckt haben. Wo wollt ihr denn hin? Lotti will in der Sauna Zähne putzen, aber hier ist kalt. Ja, das ist gut. Ja, die Sauna ist kalt, wenn man sie nicht anschmeißt, weil die genau draußen ist. Was aber hier ganz schön ist, hier im Badezimmer ist eine Fußbodenheizung. Gott sei Dank. Ja, genau. Und hier in der Küche kriegt man sofort kalte Füße. Denn hier zieht es ordentlich durch, ne? Also hier ist es schon ganz schön kalt. Und hier im Wohnzimmer oder Schlafzimmer, ein Wohnzimmer hat man ja nicht. Das ist auch schon wieder ein bisschen schade, dass man hier nicht mal ein Sofa hat, wo man sich noch mal ein bisschen hinschillen kann. Man muss das halt im Bett machen. Aber hier ist nur so ein kleiner Heizkörper dran. Ja, und an sich, wenn du jetzt hier unten bist, ist es ganz okay. Aber wenn du da oben auch mitschläfst, dann wird es da oben brütend warm. Und hier unten ist es dann halt angenehm. Oder hier unten ist es kalt und da oben ist es warm. Also Fußbodenheizung hätte uns hier natürlich ein bisschen besser gefallen. Aber ja, das ist wahrscheinlich auch schon wieder Klagen auf hohem Niveau. Ja, ich zeige euch noch mal ein bisschen, wie das da draußen aussieht. Nicht nachvollziehbar, ne?
Du baust so eine Hütte mitten auf der Wiese, hast alle Möglichkeiten. Primär gehen ja Familien zum Karls Erdbeerhof. Also nicht nur Pärchen, die hier romantisch verliebt im Bettchen liegen, sondern theoretisch Familien, die natürlich auch Kinder haben, die relativ früh aufstehen. Und hier in diesen Räumlichkeiten, also, ja, du hast ja hier nur einen Raum. Das ist schon ein bisschen gemein, ne? Also mit Ausschlafen ist hier nichts im Urlaub. Nee, und das ist nicht Weil nachvollziehbar. einer von uns steht immer 6:30 auf. Das stimmt, aber es ist nicht nachvollziehbar, weil wenn du hier alle Möglichkeiten gehabt hättest, erstens, dass die Butzen hier so eng aneinander stehen und zweitens, warum baut man die denn nicht kinderfreundlich? Also, oder familienfreundlich? Naja gut, kinderfreundlich ist jetzt auch nicht so, oder? Was ist denn hier kinderfreundlich? Ich hatte mich beim Spiegel schon ein bisschen gestört, dass der Spiegel so hoch ist. Da sagst du, ne, dafür haben sie einen Tritt darunter gepackt. Ja, vielleicht ja, aber dann hat man erst im Nachgang drüber nachgedacht, ach, was wäre denn, wenn das Kind mal sich beim Zähneputzen sehen möchte? Oder nicht? Also man hätte es von vornherein einfach auch ein bisschen kompetenter planen müssen, auch für Kinder. Ja. Ja. Also. Ihr braucht einen Innenarchitekt, Leute. Wollten wir damit nur sagen. Definitiv. Also da muss mal jemand ran, der da echt einen Plan von hat. Meldet euch bei ihm. Meine Güte. Er macht euch einen schicken Entwurf. Meine Güte, echt jetzt mal. Wir haben auch viel Erfahrung und aber absolut. es anders bauen. Ja. So sieht's aus. Vielleicht mache ich einfach mal einen Entwurf. Nur mal so. Zum Spaß, ne? Ja, mach doch mal. Ja, mach ich einfach mal. Mach doch mal. So, jetzt gehen wir erstmal zum Karls Erdbeerhof. Schon wieder? Ja, sicher. Na gut. Los geht das. Glück gehabt. Bei der Achterbahn war es eben so voll, da sind wir lieber hierher gekommen. Klingelt ein Mann am Haus, ne? Macht so ein kleiner Junge auf. Fragt der Mann, du sag mal, ist deine Mama da? Nee, vom Trecker überfahren. Oh, das ist ja schlimm. Furchtbar. Aber ist dein Papa da? Nee, vom Trecker überfahren. Oh Gott, das ist ja schlimm. Ist deine Oma da? Nee, vom Trecker überfahren. Was? Das gibt's doch gar nicht. Ist dein Opa da? Nee, vom Trecker überfahren. Ja, aber bist du denn ganz allein hier? Ja. Was machst du hier den ganzen Tag? Trecker fahren. Der überfährt seine ganzen Eltern. Sind die Hühner platt wie Teller? War der Traktor wieder schneller? Oh. Komm schon. Wer war dieses Mädchen? Was? Schon wieder? Hast du sie gesehen? Leider nicht, aber ich habe gehört, die hat einen geilen... Alter, ist das ein leckerer Kaffee. Mmh. Obwohl, der ist ganz schön kräftig, ne? Ich find meinen gut. Aus Guatemala. Unten sieht man auch die Bilder vom Besitzer, wie er in Guatemala noch den Kaffee selber erntet. Und wie hast du geschlafen letzte Nacht? Kurz. Also ging so. War eigentlich nicht so gut. Mhm. Lotti lag irgendwann in unserer Mitte. Der war langweilig. Die wusste nicht, was sie machen sollte. Ja, dabei sind wir doch in so einem familienfreundlichen Häuschen untergebracht. Ja, das ist ein bisschen... Das ist nicht gut durchdacht. Es ist einfach nicht gut. Leider. Man hätte es so gut machen können. Und vielleicht sind es die Lieblingslauben von Karl, aber nicht von Susi und Marco. Nee, wir uns kennen's nicht. Das Ja. ist so. Ja. Also wenn ich mit Familien reise, ne? Also mit kleinen Kindern, klar, die kannst du nicht alleine lassen. So. Die wollen auch nicht alleine gelassen werden. Können sie nicht alleine beschäftigen. Aber wenn du mit älteren Kindern unterwegs bist, Ja, aber gut, die kleinen Kinder, die krabbeln aber auch nicht da hoch.
Nee, die krabbeln da auch nicht hoch. Die liegen sowieso dann bei Mama im Bett. Und Genau, also irgendwie ein gewisses Alter müssen die ja haben, wenn die mal aufs Klo müssen. Ja. Da musst du ja sonst nachts Angst haben, dass die da die Leiter runterfallen. hatte ich trotzdem, aber Lotti hat das gut gemacht. Ja. Die ist ja auch im Halbschlaf runtergekommen. Aber das ist nicht der Punkt. Also wenn, ne, und das ist ja jetzt nichts Neues, dass Kinder vielleicht auch mal früher wach sind und sich dann schon irgendwie beschäftigen wollen. Dann hat sie gesagt, nee, Mama ging ja nicht, weil ich konnte ja nicht Licht anmachen, es wäre alles zu laut und ne, so. Sie saß dann die ganze Zeit auf dem Klo. Ja, So. das kannst Weil sie oder keinen sie stören wollte, wollte. sich dann in die Sauna setzen. Ja, aber die ist eiskalt, weil die nach draußen gebaut So ist. hätten wir den Saunaofen anmachen Ja. müssen. Ja. Geht auch nicht. Also das ist irgendwie nicht so clever. Und man hätte aus diesem kleinen Raum, wie wir ja mittlerweile wissen, ja, durch die Tiny-Häuser, die wir schon gesehen haben, hätte man definitiv mehr rausholen können. Absolut. Zum Beispiel hätte ich dort keine Standardmöbel reingestellt. Ich hätte mir so ein Murphy-Bett, wie heißt das auf Deutsch? Ja, so ein klappbares, wandelbares Raumkonzeptbett. So ein Schrankbett. Schrank- Schrankklappbett. Ja, ihr wisst, was ihr Ja. Sowas hätte gut gepasst. Ne? Es gab auch keine andere Sitzmöglichkeiten, außer das Bett und diese Küchenstühle da rund um den kleinen Tisch. Das stimmt. Es ist sehr dunkel, dadurch, dass sie so eng aneinander stehen und man diese Veranda hat und die Fenster so klein sind. Also Ja, das muss man ja nicht mehr machen. Und dann würde man ja meinen, es ist dann warm. Ja, ist es aber nicht, weil du hast einen Heizkörper an einer Seite des Schlafzimmers. Das heißt, die Küche vorne ist richtig kalt im Eingangsbereich. Ja, leider ja. Und sie haben nur im Bad eine Fußbodenheizung. Warum habt ihr die denn nicht überall reingebaut? Ja. Wo ist das Problem? Also die Dinger funktionieren nicht, da müssen wir leider sagen. Nee. Tut Also uns dann leid. sucht euch lieber hier eine nette Ferienwohnung in der Gegend. Fahrt ein paar Minuten länger mit dem Auto, ne? Und dann könnt ihr trotzdem Karls Erdbeerhof besuchen. Genau, und es ist auf jeden Fall eine Laube, die wir nicht für unser Leben nehmen würden, die wir uns Leben nicht sowieso nehmen. nicht, aber auch für den Urlaub. Also Ja, sowohl als auch nicht. Also das war jetzt eine nette Idee, dass wir hier natürlich für Lotti nochmal ein schönes Szenario hatten mit dem Karls Erdbeerhof. Also die freut sich hier immens. Allerdings dachte ich, wir verbinden das gleich, indem wir nochmal so ein kleines Mini-Haus testen. ja, also das wirkliche Highlight ist, dass die Sauna da dran ist. Das Bad ist wunderschön gestaltet. Das muss man schon sagen, das haben die sehr hübsch gemacht. Aber der Rest, der hat uns nicht so umgehauen, ehrlich gesagt. Also das geht besser. So sieht es Und leider sieht aus. aus, als wenn das einfach schnell hier hochgezogen wurde, damit man schnell vermieten kann. Das ist so meine Einstellung. So sieht's aus. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Angucken. Macht es gut, haltet die Ohren steif. Bis zur nächsten Bäckerrunde, ne? So Ihr sieht wisst das ja. aus. Da seid ihr dabei, da ist das Anschnallen, da geht das ab. Also du willst noch eine Runde fahren, ja? Ein. Und während Marco sich todesmütig hier nochmal in die Achterbahn setzt, ja? Lass doch mal ein Abo da. So sieht's aus. Oder einen Daumen. Ja. Oder beides. Ja. Tschö.